Dieses Video wird dir präsentiert von Die Kümmerer. Es möge mir aber nicht als Anmaßung ausgelegt werden, dass ein Mann von geringem Stande, wie ich es wagt, die Ratschlüsse der Fürsten zu erörtern und ihnen Regeln vorzuschreiben. Denn so wie die Landschaftszeichner sich in die Ebene stellen und die Gestalt der Berge und Höhen zu erkennen, dagegen auf die Berge steigen, um die Täler zu betrachten, so muss man zwar Fürst sein, um die Natur des Volkes zu erkennen, aber aus dem Volke, um die Art der Fürsten zu erfassen. Niccolò Machiavelli stirbt nach kurzem Leiden am 22. Juni 1527 im Alter von 58 Jahren. Heute steht sein Name synonym für moralbefreiten Machthunger und die hemmungslose Durchsetzung von Herrschaftsinteressen. Zu verdanken hat er dies seinem Werk Il Principe, der Fürst. Ein Video überm Buch? Na servus. Vielleicht aber auch ein fröhliches Aber hallo, denn es wird ein wilder Ritt durch die Weltgeschichte. Kapitel 1: Verschiedene Arten von Fürstentümern. Auch die wildeste Reise zu Ross beginnt mit dem Satteln des Gauls. Und so ist es auch im ersten Kapitel recht unspektakulär. Kurz zusammengefasst, man erbt Herrschaft oder man erobert sie. Erobert man sie dann durch Fleiß oder Glück. Ende des Kapitels. Kapitel 2: Ererbte Fürstentümer. Gemächlich traben wir los. Machiavelli resümiert im Hintergrund, dass ererbte Fürstentümer leichter zu halten seien als eroberte oder gar neu errichtete. Der Grund? Die Leute seien bereits daran gewohnt, beherrscht zu werden. Unser Ross schnaubt ein bisserl, erinnert es sich doch daran, wie Ludwig der 16., den Kopf unter den Schultern tragend, hier widerspricht, woraufhin Machiavelli ihm freundlich die Hand auf die Schulter legt, sich bückt und dem von der Revolution hinweggefegten zärtlich Ludwig der 18. ins Ohr wispert. Die Dynastie überlebt. Während Ludwig der 18. nun aufstampft und Bonaparte ruft und Karl der 10. erzürnt Juli-Revolution schreit, kommen wir langsam in Fahrt und wenden uns Kapitel 3 zu. Kapitel 3: Gemischte Fürstentümer. Wenn ein Herrscher ein neues Gebiet erobert, so solle er auf der Hut sein. Unser Pferdal schnaubt. Wie war das mit, nehmen wir mal was ganz Unkontroverses, zum Beispiel dem verkrachten Maler aus Braunau. Deutschland in der Tasche, wandte er sich Österreich zu. Widerstand? Ja, zumindest nennenswerten war kaum zu verzeichnen. Sudetenland? Easy. Wovor sollte man sich also in Acht nehmen? Der Italiener raunt dunkel. Die Rest-Tschechoslowakei? Hoppla. Machiavelli erläutert dies am Beispiel des Herzogtums Burgund, das an Frankreich fiel. Sitten und Sprache waren, so Machiavelli, kompatibel. Es gab kaum Probleme. Als man sich später Italien zuwandte, fing der Ärger für die Franzosen aber an. Erinnern Sie sich noch an Furi, Barbari? Das Ergebnis war die komplette Niederlage. Machiavelli
lächelt zufrieden, während wir über die Schmach der Franzosen hinweggaloppierend dem nächsten Kapitel zustreben. Kapitel 4. Warum das Reich des Darius, das Alexander erobert hatte, nicht gegen seinen Nachfolger rebellierte. Hat Machiavelli nicht gerade erklärt, wie wichtig kulturelle Ähnlichkeiten für erfolgreiche Eroberung seien? Und dann nennt er ausgerechnet Alexander den Großen? Die Perser, die er unterwarf, waren kulturell sicher alles andere als hellenistisch geprägt. Warum war die Einverleibung des um ein Vielfaches größeren Reich des Darius dann so einfach? Machiavelli lächelt ob unserer Naivität milde und erklärt trocken, weil Alexander beherrschte, aber nicht herrschte. Die grundsätzlichen Strukturen, wie später auch in Ägypten, wurden beibehalten. Otto Normalperser konnte im Grunde einfach weitermachen wie zuvor. Und noch während der Gedanke in der Luft hängt, fragt man sich, wie die Sache mit Bonaparte ausgegangen wäre, hätte er Preußen unterworfen, dann aber nicht die Bürger mit Steuern geknechtet, hätte er den Engländern ihre Insel und von mir aus die Weltmeere gelassen, die Kontinentalsperre als die dämliche Idee, die sie war, erkannt und nach Einführung einiger Reformen und Konsolidierung gesetzt. Sprechen wir dann heute vielleicht alle Französisch? Kann sein. Vorausgesetzt, wir hätten es überlebt. Denn im nächsten Kapitel betreten wir einen dunklen, bösen Wald. Kapitel 5. Wie Städte oder Fürstentümer zu regieren sind, die vor der Eroberung durch eigene Gesetze lebten. Unser Unpaarhufer zieht nervös an den Zügeln, während wir an einem Schild vorbeirauschen, auf dem in großen Lettern geschrieben steht: Wozu erobern, wenn du dann eh nichts ändern willst? Die wenig erfreuliche Antwort: Sollte ein Gebiet erobert werden, so Machiavelli, gäbe es 3 Alternativen hinsichtlich des unterworfenen Gebiets. Die erste ist, sie zu zerstören, die zweite, dort selbst zu residieren, die dritte, sie nach ihren eigenen Gesetzen weiterleben zu lassen, wobei man sich mit einem Tribut begnügt und in ihnen eine Oligarchie schafft, die das Land in Botmäßigkeit erhält. Ob des theoretischen Konstrukts möchte man den Ritt direkt fortsetzen, bis Machiavelli in aller Seelenruhe anmerkt, dass die Römer Karthago dem Erdboden gleichgemacht und nicht verloren hätten, während die in der Antike als Weicheier verspotteten Athener den Rambo-Spartanern, die sie über ein paar Stellvertreter beherrschten, am Ende recht deutlich gezeigt hätten, wohin sie sich mit ihrem Kriegerkult scheren könnten. Folgerichtlich fallen dann die wenig erbaulichen Worte: Und wer sich zum Herrn einer Stadt macht, die gewohnt war, in Freiheit zu leben, und zerstört sie nicht, der mag gegenwärtigen, dass er von ihr selbst zugrunde gerichtet werde. Stimmt das? Das russische Zarenreich erhebt geknickt das Haupt und seufzt: Da. 17. Juni 1808. Zar Alexander I. verkündet, dass, nachdem man Schweden soeben geschlagen habe, Finnland auf ewig Teil des russischen Reiches sei. Allerdings gewährt er einen Tag nach dem Frieden von Friedrichshain den finnischen Ständen das Recht, weiterhin ihre eigenen Angelegenheiten zu regeln. Nur wenige Jahre später kommen so die ersten Intellektuellen auf die Idee, darüber nachzudenken, ob man nicht ohne die Russen besser dran wäre. Naturgemäß widerspricht dieser Gedankengang der russischen Selbstherrlichkeit und die so Nachdenkenden werden wahlweise vertrieben oder eingebuchtet. Unter Zar Alexander II. Wird die Repression dann wieder deutlich gelockert und die Finnen erhalten sogar in Finanzfragen Autonomie. Da ein russischer Herrscher, der nicht nur die Leibeigenschaft abgeschafft, eine Bildungs- und Militärreform herbeigeführt und den aufkeimenden Panslamismus eher als Bürde denn als Chance gesehen hat, nur ein Schicksal erwarten kann, nämlich von einem Spinner um die Ecke gebracht zu werden, endet mit dessen gewaltsamen Tod am 13. März 1881 auch das, was man als die größte Modernisierung Russlands seit Peter dem Großen betrachten kann: jäh. Sohn und Nachfolger Alexander III. Dreht das Rad, soweit er kann, zurück und es kommt in Finnland, wie in anderen nicht-russischen Landesteilen, zu einer Russifizierung.
Nikolaus II. Macht dann mit dem Februarmanifest 1899 den Sack zu. Bis 1904 ist die Autonomie Finnlands praktisch nicht mehr existent. Der Erste Weltkrieg und die kommunistische Revolution geben Russland den Rest und am Nikolaustag 1917 erklärt sich das Land für unabhängig. Machiavelli blickt fröhlich hinter dem Florentiner Dom hervor und ruft: Siehste, siehste? Während wir heilfroh sind, dass die Russen sein Buch ganz offensichtlich nicht gelesen hatten. Kapitel 6 Von neuen Fürstentümern, die mit eigenen Waffen und durch die Fähigkeiten des Fürsten erlangt wurden. Die Sonne strahlt über dem freien Land der Finnen, da galoppieren wir bereits in das nächste Kapitel. Machiavelli empfiehlt erneut drakonische Gewalt. Die dahinterstehende Logik, wer Herrschaft rein durch Worte erringt, kommt spätestens dann in die Bredouille, wenn die Beherrschten den Glauben verlieren, sobald Erwartungen unerfüllt bleiben, und das sei zwangsläufig, da man es eben nicht jedem recht machen könne. Erinnern wir uns an die Bolschewisten, die sich nur durch Gewalt behaupten konnten. Ohne den roten Terror wäre Leni rasch am Ende gewesen. Die Frage, warum jede Diktatur früher oder später also in Gewalt endet, ist auf diese Weise elegant geklärt. Kapitel 7 Von neuen Fürstentümern, die durch fremde Waffen und durch das Glück erlangt wurden. Man kann sich natürlich auch an die Macht masseln oder hat einen Sugar Daddy, der einen unterstützt. Am 10. April 1864 wird Erzherzog Ferdinand Maximilian Joseph Maria von Österreich dank der Unterstützung seines Sugar Daddys Napoleon III. Und gegen den Rat seines Bruders Kaiser Franz Joseph zum Herrscher Mexikos proklamiert. Man sollte meinen, der Fesche Konteradmiral und Kommandant der KK-Kriegsmarine hätte dieses 7. Kapitel dort gehabt, wo ihn am 19. Juni 1867 ein Stückerl Blei um wenige Gramm schwerer machte und vom Leben in den Tod beförderte, im Herzen. 300 Jahre zuvor hatte unser wackerer Italiener nämlich bereits erklärt: Solche Herrscher hängen lediglich vom guten Willen und vom Schicksal derer ab, denen sie ihre Würde verdanken. Dies aber sind zwei höchst wandelbare und unbeständige Dinge, und sie verstehen und vermögen es nicht, ihre Stellung zu behaupten. Tatsächlich wusste der Kurzzeitkaiser um diese Regel und bestand darauf, dass das mexikanische Volk ihn auch wirklich als Herrscher wolle. Also fakten Napoleons Leute einen Volksentscheid, der angeblich bewies, wie sehr sich die Lateinamerikaner einen Habsburger als Landesvater herbeisehnten. Maximilian und Frau besteigen daraufhin die Fregatte Novera und schippern über den Atlantik. 44 Tage später muss ihnen klar werden, dass man sie gelingt hat. Bei der Ankunft in Veracruz sind nicht einmal die örtlichen Würdenträger zum Empfang am Hafen. Das wirklich Tragische: ja, Maximilian versäumte es komplett, sich eine eigene Armee aufzubauen, und ja, er kümmerte sich irgendwie mehr um den Ausbau seines Palastes in Mexiko-Stadt als um die Frage der Verwaltung. Doch im Grunde ist es dem Umstand zu verdanken, dass er durch Reformen genau jene, ohne die sehr kleinen Kräfte, vergrault, die ihn unterstützen. Er behält den antiklerikalen Kurs des geschassten Präsidenten bei. Er lässt eine Landreform, die die Großbauern entmachtet, stößt eine Bildungsreform an, um breiten Teilen der Bevölkerung Zugang zu Schulen und Universitäten zu ermöglichen, und ist dabei, eine Verfassung zu erlassen, die echte Gleichheit vor dem Gesetz herstellen soll. Alles Dinge, die die konservativen Grundbesitzer und seine einzigen Unterstützer so gar nicht gut finden, während jene, die von den Reformen profitieren könnten, nichts davon mitbekommen. Denn bis auf ein bisserl Hauptstadt und einige Orte zwischen Mexiko-Stadt und Veracruz gelingt es dem Kaiser trotz französischer Truppen nicht, das Land zu kontrollieren.
Napoleon, unter massivem innenpolitischen Druck, zieht nach ein paar Jahren seine Truppen ab, während der von den Franzosen einst vertriebene Benito Juárez zunehmend an Boden gut macht, und Anfang 1867 erklärt, die Europäer hätten noch bis zum 1. Februar Zeit, ungeschoren abzuziehen. Maximilian aber ist zwar Macht, aber nicht marottenlos und erklärt, dass ein Habsburger nicht abdanken würde. Sein Großneffe Karl wird ihn 52 Jahre später Lügen strafen. Und so zieht er mit 9000 Soldaten und ohne einen Schimmer von Landkriegsführung bei Cartagena gegen 40.000 Mexikaner, wird am 15. Mai gefangen genommen und einen Monat später per Erschießungskommando von der Tatsache überzeugt, dass die Mexikaner wirklich keinen Habsburger Kaiser wollen. Kapitel 8 von denen, die durch Verbrechen zur Herrschaft gelangten. Wer es Isnogut gleich tun und Kalif anstelle des Kalifen werden will, der greife zum Dolch, erledige den Herrscher und setze sich selbst auf den Thron. Ein Mittel, das schon seit Urzeiten angewandt wird, um Herrschaftsverhältnisse nachhaltig zu ändern. All den auf diese Weise Aufgestiegenen ist ein Problem gemein. Ist der Coup d'État erfolgreich, sind sie ein wunderbares Rollenmodell für den Nächsten, der nun ihren Job haben möchte. Daher, so Machiavelli, sollte man nach dem Motto, wenn schon, dann richtig verfahren und so ziemlich jeden aus dem Wege räumen, der auch nur ansatzweise mit dem früheren Herrscher in Verbindung steht. Lenin, Richard III. Und Idi Amin sind unrühmliche Beispiele. Idi Amin kann auch als Lehrstück für Machiavellis zweite Kernaussage herhalten. Wende am Anfang maximale Gewalt an und dann hör auf, sonst bekommt es dir schlecht. Am 25. Jänner 1971 erklärt der bis dahin nach außen loyale Oberkommandierende der ugandischen Armee, dass der zu diesem Zeitpunkt auf einer Konferenz in Singapur weilende Staatspräsident Obote abgesetzt sei. Unmittelbar danach setzt ein brutales Morden ein und nicht nur Anhänger Obotes, sondern auch ganze Dorfgemeinschaften werden abgeschlachtet. Das darf und muss man zum Kotzen finden. Unser Renaissance-Autor jedoch hätte die Sache zwar mit moralischer Empörung, jedoch mit staatspolitischem Wohlwollen betrachtet. Und tatsächlich scheint es Anfang 1971, als habe Amin Kapitel 8 gelesen. Er geht umgehend auf Tour, zeigt sich den Menschen und verspricht ihnen das Blaue vom Himmel herunter. Unter anderem auch die Rückkehr zur Demokratie, sobald er den Sumpf trockengelegt hätte. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Would you like to stand for parliament yourself? I am not ambitious of standing for power, but my job is that I want to hand over the government clean to somebody who is coming. Ein Octavian, der als Kaiser Augustus ebenfalls nicht zimperlich bei der Ergreifung der Macht war, hatte im Anschluss an Bürgerkrieg und Säuberung eine beispiellose Zeit des Friedens und der Prosperität eingeläutet. Amin aber ist kein Octavian, sondern ein psychopathischer Massenmörder. Er geht den einfachen Weg und erklärt die im Land lebenden Asiaten zur Ursache des einsetzenden wirtschaftlichen Niedergangs. Der Terror verstetigt sich. Die Asiaten, die einen Großteil der ugandischen Wirtschaft in Händen halten, werden vertrieben und durch Leute ersetzt, die absolut keine Ahnung davon haben, wie man ein Unternehmen leitet. Das Land geht den Bach herunter und es droht eine Revolte. Der Terror wird maßlos und als selbst das nicht mehr so richtig funktionieren will, greift Amin Tansania an. Seine Truppen ermorden Unmengen an tansaniischen Zivilisten. Dann aber wendet sich das Blatt. Am 11. April 1979 fällt die ugandische Hauptstadt Kampala. Amin flieht. Sein Terror hat zwischen 300.000 und 400.000 Menschen das Leben gekostet. Quod erat demonstrandum. Kapitel 9 von der bürgerlichen Fürstenherrschaft. Unser Pferd hat sich eine Apotheke gesucht, vor der es sich ob all dem Geschilderten erst einmal auskotzen muss. Doch wir treiben es weiter.
26. Juli 1830. Der französische König Karl X. lässt die Pressefreiheit weiter einschränken und schließt einen Großteil der Franzosen vom aktiven Wahlrecht für die ohnedies fast machtlose Abgeordnetenkammer aus. Damit hat er den Bourbonenbogen endgültig überspannt. Die Pariser machen das, was sie am besten können. Sie bauen Barrikaden und gehen auf dieselben. 2 Tage und mehrere tausend Tote später dankt der letzte Bourbone ab. Wissend, dass die europäischen Großmächte einer französischen Republik, man hatte da so seine Erfahrungen, umgehend den Krieg erklären würden, ernennt das Parlament Louis-Philippe, den liberalen Herzog von Chartres und Nemours, zum König der Franzosen von Gottes Gnaden und dem Willen des Volkes, also explizit nicht vom König von Frankreich. Zunächst sehr populär, verspielt er die Sympathien des Volkes durch konsequentes Ignorieren aller sozialen Folgen der einsetzenden Industrialisierung. Der nervige Neffe Napoleon Bonapartes landet zudem immer wieder mal in Frankreich und meint, er könne das alles viel besser. Während er letzteren wahlweise ins Exil schickt oder ihn einsperrt, dann aber entkommen lässt, kann er die sozialen Spannungen und die Bildung eines Lumpenproletariats nicht verhindern. Also greift er zum Mittel der Repression, was ihn 1848 in der Märzrevolution den Thron kostet. Napoleon lacht und wird Präsident. Er nennt sich zum Kaiser und teilt 1871 das Schicksal seines Vorgängers. Wer aber durch die Volksgunst zur Herrschaft gelangt, steht ganz allein und hat keinen oder nur wenige um sich, die ihm zu gehorchen bereit wären. Außerdem kann er die Großen nicht auf ehrliche Weise befriedigen, ohne Ungerechtigkeit gegenüber anderen. Es kommt hinzu, dass ein Fürst sich eines feindseligen Volkes nie versichern kann, wenn es viele sind. Der Großen aber kann er sich versichern, weil es nur wenige sind. Tja, schnalzt das Pferderl und trabt fröhlich weiter Richtung Kapitel 10. Kapitel 10. Wie die Macht eines Fürstentums zu messen sei. Machiavelli bemisst Macht an der Frage, ob ein Fürst sich ohne Verbündete seiner Haut wehren könne, sollte ein Angriff von außen erfolgen, wobei er letztlich zu dem Ergebnis kommt, dass auch kleinere Herrschaften sich, wie etwa die deutschen Reichsstädte, gut verteidigen könnten, solange zumindest dicke Mauern hätten, hinter denen man sich verschanzen könne. Nehmen wir das Schulterzucken zur Kenntnis und ziehen weiter. Kapitel 11 von geistlichen Fürstentümern. Klar, der Vatikanstaat ist auf die Größe eines Dorfes zusammengeschrumpft, doch der Papst ist einer der wenigen absolutistischen Herrscher, die sich weder um Revolution noch um äußere Feinde ernsthaft sorgen müssen. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob man wie Papst Gregor VII. Die Macht hat, den deutschen Kaiser bibbernd vor Kälte in Canossa betteln zu lassen, oder wie Pius VII. Durch Napoleon Bonaparte gedemütigt wird. 2. Dezember 1804. Seit dem Morgengrauen sind die Straßen vor der Kathedrale Notre Dame mit Soldaten und Menschen gefüllt. Gegen ungefähr 10 Uhr erscheint die Kutsche des ersten Konsuls der Republik, Napoleon Bonaparte, und bahnt sich den Weg durch die jubelnde Menge. Begleitet von seiner Frau Josephine schreitet der Korse die Reihen der in der Kathedrale versammelten Würdenträger der ersten Republik ab und bleibt vor dem Altar, an dem Papst Pius VII. Wartet, stehen. Dieser beginnt mit einem Gebet die Krönungszeremonie. Der zukünftige Kaiser der Franzosen wird gesalbt und gesegnet. Gerade als Pius dem neuen Herrscher die Krone aufs Haupt setzen und ihm so die Kaiserwürde verleihen will, greift Napoleon zu, nimmt dem verdutzten Kirchenoberhaupt das Schmuckstück ab und setzt es sich selbst auf den Kopf. Nichts weniger symbolisiert dieser Akt als die Entmachtung der katholischen Kirche. Pius wird dies in den kommenden Jahren zu spüren bekommen, etwa als Napoleon 1806 erklärt, der Papst seien untertan wie jeder andere auch, oder 1808, als Rom zu französischem Staatsgebiet erklärt wird. Die auf diese Ungeheuerlichkeit folgende Exkommunikation des Kaisers quittiert dieser mit der umgehenden Inhaftierung des Papstes. Napoleon macht klar, wer Herr im Staat ist.
Es scheint, als habe Machiavelli sich geirrt, denn ganz offensichtlich kann auch ein Kirchenfürst, ja sogar der oberste Herr der katholischen Christenheit, wenn auch nicht sein Amt, so doch seine Freiheit einbüßen. Und das bleibt auch so, bis Bonapartes Herrschaft gebrochen und der Papst wieder aufs freien Fuß ist. Am Ende lacht uns Machiavelli mit einem fröhlichen, habe ich doch gesagt, ins Gesicht. Denn der Wiener Kongress errichtet den Kirchenstaat wieder und Pius bleibt bis zu seinem Tode 1823 dessen Fürst. Es bleibt uns nur noch von den geistlichen Herrschaften zu reden, bei welchen alle Schwierigkeiten vor ihrer Gewinnung liegen. Denn wenn man sie entweder durch Tüchtigkeit oder durch Glück erlangt, so behauptet man sie in der Folge ohne das eine wie das andere. Beruhen sie doch auf alten religiösen Einrichtungen, welche mächtig genug und so beschaffen sind, dass sie ihre Häupter in ihrer Stellung erhalten. Mögen sie sich aufführen und leben, wie sie wollen. Letztlich änderte nicht einmal die Abschaffung geistlicher Fürstentümer unter Napoleon etwas daran, dass noch heute jeder Steuerzahler, ob Christ oder nicht, dank des Reichsdeputationshauptschlusses kirchliche Institutionen mitfinanziert. Jährlich zahlen die Bundesländer bis heute jedes Jahr 500 Millionen Euro an die katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen als Entschädigung für entgangene Erträge. Ein ziemlich gutes Geschäft für den Klerus und eindrucksvoller Beweis für Machiavellis Behauptung. Case closed. An dieser Stelle ist es an der Zeit, unserem edlen Ross eine kleine Pause zu gewähren. Die nächste Etappe wird es, und damit auch uns, durch Fragen des Militärwesens und der Regelung von Regierungsgeschäften führen. Und wer möchte, kann sich jetzt noch einen Clip unseres Sponsors, der Kümmerer, anschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Samstagvormittag gegen 9 Uhr läutet unser Telefon. Sind da die Kümmerer? Wurde ich gefragt, was ich bejahte. Ich habe eure Anzeige gesehen und ich finde, ich habe mir das verdient. Oh, davon bin ich überzeugt, antwortete ich, um dann zu fragen, bei was ich ihn unterstützen könne. Eigentlich bei nichts. Meinte der Herr und fing an zu erzählen. Von seiner gehbehinderten 90-jährigen Frau, vom Umzug, den er und seine Frau vor 20 Jahren in unsere Region machten, von seinem Auto, das er immer noch für kleinere Touren zum Einkaufen nutze und von vielen anderen Dingen. Wurde ein Auftrag für uns daraus? Nein. Ist das wichtig? Überhaupt nicht. Denn am Ende zählt, dass ein 93-jähriger Herr den entscheidenden ersten Schritt gemacht hat, die 02661 915309 zu wählen und Kontakt herzustellen. Wenn er irgendwann einen Engel wünscht, sind wir für ihn da. Denn er hat es sich verdient. Und du auch.